Liebe Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet. Heute steht ein Leistungstest auf dem Programm, und zwar auf dem Velo. Ich befinde mich jetzt in der 7. Trainingswoche. Wir haben heute Samstag. Und ja, jetzt werden wir mal schauen, wo ich stehe. Meinem Fuß geht es sehr gut. Ich bin schmerzfrei. Also die Genesung läuft wirklich super. Ich laufe auch schon wieder, einfach noch nicht so viel. Ich muss das immer noch Schritt für Schritt aufbauen, aber soweit läuft es sehr gut. Sagen wir noch, Achtung, 1, 2, 3, ui, joppa. So, da die Sitz. Genau. Also, wir haben hier noch einen Besucher bekommen, der Gino. Ich freue mich sehr auf den Test, weil ja, es zeigt einfach, wo ich aktuell stehe, wie gut mein Training in den letzten paar Wochen funktioniert hat. Und ich kann endlich wieder mal so richtig einen rauslassen, richtig all out gehen. Im Training muss ich mich immer ein bisschen zurückhalten. Und heute ist ja wie ein Wettkampf, eigentlich Wettkampfsimulation. Von dem her es wird sicher geil, geile Musik. Pirmin kommt, freue mich, dass ich ihn auch wieder mal sehe. Und der wird schon nach Tag genommen und so richtig tief gehen. Und ja, dann würde ich sagen, ich installiere mich. Noch kurz etwas essen. Und dann sehen wir uns unten. Sali Pirmin. Ciao Dario. Was machen wir heute? Wir machen Standortbestimmung. Mal schauen, wie sich deine Watt entwickelt haben. Und Indoor, einfach klassischer Stufentest, das was wir auch schon gemacht haben. 3 Minuten Protokoll mit 30 Watt pro Stufe schnell, also härter. 30 Watt also mit 210 Watt und dann gehen wir pro 3 Minuten 30 Watt rauf und schauen, wie weit du kommst. Sehr gut, perfekt. Let's go. Do it! Nice, go then. 1,4. 2. So, Deli, an dieser Stelle ist das Laktat noch sehr tief. Für mich ist es auch noch sehr easy, das hier zu treten, die Wattwerte. Das Einzige, was ich jetzt am Merken bin, ist einfach die Hitze in diesem Raum. Ist natürlich anders, wie wenn man draussen fährt. Natürlich habe ich 2 Ventilatoren hier, aber es ist nicht das Gleiche. Jetzt schauen wir mal, wie sich meine Laktatwerte hier verändern, wenn ich jetzt umgehe mit der Intensität. So, jetzt habt ihr gesehen, das Laktat ist jetzt ziemlich schnell gestiegen und das wird jetzt auch relativ schnell steigen. Deswegen spule ich jetzt auch vor bis zu der vorletzten Stufe, bis zu 430 Watt. So, jetzt ist der Punkt erreicht, wo es wirklich sehr hart wird. Vorher war es noch sehr gut erträglich gewesen. Natürlich schon hart, aber noch nicht so hart wie jetzt. Jetzt wird es so richtig asozial. Und jetzt schauen wir mal, wie lange ich das aushalten kann. So, jetzt letzte Stufe, bereits bei 10,9 Millimol. Let's go. Jetzt
460 Watt. Let's go. Fuck you. So, nach 1,5 Minuten und 12,5 Millimol ist dann fertig bei mir. Also ich bin wirklich eigentlich schon all out rein in die 1,5 Minuten. Habe das irgendwie noch durchgedrückt. Aber am Schluss wollte ich dann aufstehen und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist der langsam fertig. Jetzt wäre so wirklich der Punkt gekommen zum Sprinten. So die nächsten 10 Sekunden. Und dann musste ich abbrechen, das war fertig. Ich bin im Schnitt in 1,5 Minuten mit einem Puls von 193 und Max Puls 196 gefahren. Also wirklich all out, sehr, sehr tief gegangen. Also das war es von diesem Laktattest. Ich würde sagen, es war erfolgreich. Wie gesagt, 6 Wochen jetzt bin ich wieder am Trainieren. Das heisst, ich kann nicht so viel erwarten. Aber man sieht definitiv, dass halt die letzten paar Wochen etwas gebracht haben. Oder sie haben sicher etwas gebracht, aber auch nachher etwas ausgelöst haben. Dass der Reiz, den wir gesetzt haben, die letzten paar Wochen auch angekommen ist. Man hat gesehen, dass ich ökonomischer geworden bin unterdurch. Und was sicher auffällig war, ist, dass ich einen höheren Puls hatte, schon am Anfang. Das ist aber ein bisschen aufgrund der Frische, die ich jetzt habe. Ich habe eine Entlastungswoche gemacht. Und ich war auch ein bisschen im Wettkampfmodus. Ich habe es gesagt, es ist wie ein Wettkampf für mich und dann ist der Puls automatisch höher. Und was sicher auch gut ist, dass ich habe immer noch die Möglichkeit, viel Laktat zu bilden. Und das ist sicher gut für die Distanz, die ich mache. Aber das heisst jetzt einfach trotzdem so weitermachen, weiterarbeiten, das verbessern. Aber es war schon mal eine gute Standortbestimmung. Jetzt ist es auch wichtig, dass ich die nächsten paar Wochen einfach das Zeug, also die ganzen Messungen auch outdoor machen kann, dass ich einfach mal zwischendurch in einer Ausfahrt oder bei einem Training Laktat messen. Weil dann können wir das validieren. Weil es ist immer noch ein Unterschied, ob du das natürlich draussen machst, wo du Fahrtwind hast, wo es kühl ist, oder indoor, wo du halt nur den Ventilator hast und wo das nicht so aussagekräftig ist, wie wenn du es draussen machst. Also natürlich ist es aussagekräftig, wenn du dann die ganze Zeit drinnen trainierst, aber wenn du draussen trainierst, musst du trotzdem nach einem anderen Wert fahren. Und das verschiebt sich dann schon fast um eine ganze Stufe, also fast um 30 Watt. Aber das wird sich jetzt auch zeigen in den nächsten paar Wochen. Ich bin gespannt auf das, mal schauen. Und ich würde sagen, es war ein guter Test. Ich habe wirklich alles rausgeholt. Am Schluss musste ich dann, wie gesagt, abbrechen, weil ich dann aus dem Sattel gehen wollte und echt die ganzen Watt nicht mehr, die 64 Watt nicht mehr treten im Sattel. Das hat natürlich das Testergebnis verfälscht, das ist nicht das Ziel. Und, also nicht verfälscht, einfach, es ist das Ziel, das Zeug im Sitzen zu fahren. Und das wäre der Punkt gewesen, wo nachher der Sprint gekommen wäre und der ist halt fertig. Genau. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendeine Frage habt, schreibt es in die Kommentare. Ich beantworte euch das. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie immer, schön sexy bleiben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like. Wenn euch meine Videos im Allgemeinen gefallen, abonniert den Kanal. Ich hätte extrem Freude. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich mache weiter, wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss zusammen.